Herzlich willkommen zu Game Nummer 2 zwischen AAO und Them. AAO spielt mit folgender Schiffsaufstellung mit einer Kremlin, einer Colombo, einer Salem, Moskwa, Doppelpetro, Haragumo, Gdansk und Gdansk. Auf der anderen Seite bei Them haben wir eine Bungo, eine Ohio, vierfach Petro, YY, Gdansk und Ragnar. Dann schauen wir mal, wie die Jungs sich das Thema Positioning so vorgestellt haben. Da sehen wir zum einen die Petro, Ohio, Ragnar fahren zu E. Dann haben wir auf der D-Position oder am D-Cap klassische Petro-Pose Gdansk in der Mitte. YY fährt mit Petro Bungo zu B und wir haben eine Petro in der Mitte. Auf der anderen Seite bei AO Gdansk Petro zu A. Wir haben eine Gdansk in der Mitte mit einer Petro Moskwa relativ aggressiv weit vorne, würde ich sagen. Dann haben wir Colombo und Haragumo Salem. Also ich glaube, da wird man wieder versuchen, so eine Art Smoke Train zu spielen. Und da ist noch die Kremlin mit am Start. Ja, also hier deutlich anderes Setup. Trotzdem nicht weniger gefährlich für DD-Spieler und alle weiteren Freunde. Ja, also wir schauen mal, wie die Jungs, beziehungsweise vielleicht auch Mädels, das jetzt hier bespielen über die Flanke, ob man da wirklich diesen Smoke Train spielt. AO versucht höchstwahrscheinlich auch für C zu spielen. Drüben hat die Gdansk von AO sich schon dazu aufgerafft, hat wahrscheinlich einen Speedboost gezogen, ja, um ein schnelles A-Cap zu bekommen. Das kann schon mal den ersten Vorteil bringen, auf jeden Fall. Weil man einen kleinen Punktevorsprung generiert. Der Gegner hat das Cap noch nicht. Und das kann man auf jeden Fall unter Umständen sehr gut nutzen, um da vielleicht den ersten Druck aufzubauen. Dem zieht jetzt nach mit dem Cap. Bungo hat schon ihr erstes Ziel, die Colombo gesehen, kommt da gut über den Berg drüber. Die Shots sind gar nicht so schlecht. Die Frage ist, wie viel geht da tatsächlich auch rein? Eher nicht so viel, aber der Wille war erkennbar. Ne? Also man hat versucht, also einen ersten Damage zu machen. Ohio ist spotted, wird da auch ganz gemütlich auch angefasst gleich. Kommen schon viele Shots. SAP, das kann auch teuer werden. Also von den BBs muss man ganz einfach sagen, ist so die Colombo tatsächlich das Gewinner-BB des Tournaments. Ich glaube, Colombo wurde vorher fast gar nicht gespielt. Und mit dem Leggy-Modul ist sie einfach deutlich beliebter geworden. Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe sie ja auch schon bei mir im Stream gespielt, habe halt gezeigt, was halt ihre große Stärke ist. Und das ist einfach klicken, SAP und klicken. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut, weil du so viele Shots in der Luft hast mit der besseren Dispersion. Ich spiele sie tatsächlich ohne Legend-Modul noch, weil ich das Legend-Modul nicht habe. Aber da kann man auch schon sehr, sehr viel Damage machen. Also, weil auch gerade hier so im Chat so dieses Thema zur Moskwa kommt. In Tournaments wird die Moskwa sehr gerne gespielt, ja, weil sie da ein sehr starkes Schiff sein kann. Im Random-Gefecht ist sie mit Vorsicht zu genießen. Da ist sie auch sehr, sehr stark. Aber gerade die Radarschiffe, sowas auch wie Stalingrad, die werden sehr gerne gefokust. Das Concealment von der Moskwa ist jetzt auch nicht so gut. Deswegen, also ich würde sagen, Moskwa im Tournament oder im CW auf jeden Fall ja, aber im Random könnte sie nicht so viel Spaß machen oder nicht so viel gute
gutes Gameplay für einen selber bieten, wie vielleicht in einem CW oder in einem Tournament. Das sollte man vielleicht echt nochmal einwerfen, wenn ihr euch überlegt, auch die Moskwa zu holen. So, Moskwa ist auch ein sehr statisches Schiff. Ihr seht es halt auch in den Tournaments Moskwa Petro. Du spielst meistens an der Insel und ziehst dein Radar und schießt halt auf das, was du schießen kannst. So ist so ein bisschen die Idee. Auf jeden Fall hat sich AEO das D-Cap geholt. Cap-Vorteil jetzt. Salem wurde nach außen positioniert und kann da jetzt das C-Cap holen. Die Frage ist, warum er spotted ist. Hat wahrscheinlich kurz geschossen. Kremlin kriegt ja guten Damage, aber mit diesem Radar können sie gut auf die Petro wirken, was sie jetzt tun. Also man sieht ganz klar, AEO versucht hier den Kill zu confirmen und auf der anderen Seite versucht Them hier die Kremlin unter Druck zu setzen. Moskwa Radar kommt, weil hier der Smoke kam von der Gdansk. Da möchte man nochmal was tun, weil ich glaube, bei der Petro ist das Radar jetzt nicht unbedingt ready gewesen. Beziehungsweise man wollte auch mal gucken, was hier alles so am Start ist. Beziehungsweise die Petro hat sich auch reingeschoben. Deswegen hier nochmal ein bisschen Druck aufzubauen oder versucht man Druck hier aufzubauen. Ist das eine Radar-YY? Ja, Radar-YY. Immer ganz interessant, die auch mal wieder zu sehen. Ja, man versucht ja hier noch zusätzlichen Druck mit auf den DD aufzubauen mit dem YY-Radar, wobei halt guntechnisch die YY nicht so stark ist wie jetzt die Gdansk. Das sieht man hier auch im Gunfight. Also Gdansk geht deutlich der stärkere DD. Petro schiebt sich jetzt sehr aggressiv vor. Interessant, also der macht hier richtig Druck. Liegt halt auch daran, dass die BBs hier committed sind und er sich weit genug vorschieben kann. Er hat kein Crossfire hier zu befürchten, weil die Petro ist sehr weit weg und kann hier unter Umständen das C-Cap holen. Hydro läuft, die Torps kommen, er wird sich unter Umständen einen einverleiben. Ja, oder kriegt er die gedodged? Ne, einer connected. Ja, aber kein Flooding. Da war auch ein bisschen Glück dabei vielleicht. Aber ich glaube, es war noch der Torpedo-Belt. Man muss sagen, die Petro leidet hier ganz gut. Ne? Der wird gut gefarmt. Petro ist drüben relativ low bei them. Argumo wieder hier richtig im Farm-Modus. Ne? Da glühen die Kanonen. Also wir versuchen vielleicht auch die Petro hier in das Crossfire von der Ohio zu locken. Der hat wahrscheinlich die Türme auch schon gedreht. Die Bungo macht es auch. Aber hier zum Beispiel die Möglichkeit, ne? Darf man nicht unterschätzen, aber die Bungo, sehr genaues Schiff und kann da sehr viel Druck auch aufbauen. Die Ohio weiß jetzt, die Columbo weiß jetzt, er muss rüberschieben, muss Gegendruck aufbauen. Auf der anderen Seite schiebt sich die Salem noch ein bisschen vor. Er muss halt auf diese Ohio aufpassen. Das ist so ein bisschen sein Hauptproblem, glaube ich. Weil die kann ihn mal schnell zurechtstutzen und das möchte man, denke ich mal, vermeiden. Dem fängt jetzt hier auch an, Druck aufzubauen aufs A-Cap. Wir haben die Petro schon sehr weit rausgedrängt. Und deswegen brauchen sie jetzt hier den Support vom BB. Auf jeden Fall. Sonst wird das hier noch sehr, sehr schwer werden. Gute Salve hier auf die Gdansk, die ein bisschen versucht hat zu farmen, aber dann auch noch spotted war. Petro ist wieder ein Target durch das Radar von der Salem und ich vermute mal, sie werden ihn jetzt auch kriegen. Also, er brennt auch schon wieder. Damage Con ist nicht ready. Der kommt nochmal von der Moskwa eine Schelle. Aber ich glaube, er geht hier raus. Das heißt, die Salem wird vorfahren können. Sie werden dieses E-Cap kriegen können. Also, jetzt wird sich deutlich nochmal was... Uff, die Ohio steht ganz schön breit. Kriegt er ihn da gepunished? Nicht wirklich. Das ist na verdammt ärgerlich, aber das war wieder so ein Kremlin-Moment. Das BB ist Broadside und du kriegst nichts rein. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, da war gleich ein bisschen Frust mit dabei, glaube ich. Weil das ist immer sehr belastend. Jetzt kommt das Radar von der Gdansk. Also, das ist wieder so ein Match, da passiert sehr viel parallel. Ich versuche das Ganze hier noch ein bisschen einzufangen. Hier die YY wird schon mal gut runtergeschossen, wird rausgedrängt aus dem Cap. Da kommen aber ein paar Countershots. Jetzt kommt das YY-Radar, erstmal das Petro-Radar, um die
Gdansk rauszudrängen. Aber wie man sieht jetzt, die Salem kriegt jetzt hier dieses E-Cap. Das E-Cap wird von der Moskwa noch contested. Die Ohio schiebt sich jetzt aber rüber. Kremlin ist sehr low gedroppt inzwischen. Der wird wahrscheinlich gleich versuchen, in eine Position zu kommen, wo er zu ist. Also sie versuchen jetzt hier auch die Petro mit zu punishen. Colombo versucht drüben mitzuarbeiten. Also Petro hat natürlich jetzt auch hier die Möglichkeit, noch weiter fortzufahren. Könnte auch unter Umständen sehr unangenehm werden. Ja, Haragumo hört jetzt auch auf zu schießen, hat aber noch einen Smoke ready, den er jetzt zieht, weil sie möchten unter Umständen auch vielleicht die Ohio kriegen. Also da wird auf jeden Fall immer schön drauf gehalten. Wobei jetzt hier die Moskwa rausgeht von der Ragnar. Da wird wahrscheinlich die Ohio auch nochmal einen schönen hinterlassen haben. Und jetzt beginnt AO hier rüber zu schieben. Auf der anderen Seite beginnt auch Them rüber zu schieben, Druck aufzubauen. Aber was man hier so am Thema Map Control schon sieht, dass hier Them einen Vorteil hat. Ich meine, sie haben 4 Caps und die ticken auch dementsprechend schnell. Ihr seht es. Hier kommt der Kill und jetzt sind wir schon bei 1 Minute 10. Ja, da geht die Colombo raus. Kremlin ist auch relativ low, der kann nicht mehr allzu viel machen. Die Haragumo versucht hier ihr Bestes, aber gegen eine Petro ist es gar nicht so leicht, weil ja die Petro sehr einen direkten Schuss hat und deswegen als DD nicht so ohne weiteres dodgebar ist. Ja, und da geht er auch raus. Sind wir auf 30 Sekunden runter. Ich glaube, das wird schwer. Wenn tatsächlich jetzt AO keinen Kill mehr holt, dann werden sie da nichts mehr rauskriegen. Die Gdansk versucht hier nochmal mit Blindshots die andere Gdansk zu killen, alles noch in die Waagschale zu werfen. Kriegt die Salem die Petro noch in den letzten 6 Sekunden. Es sind noch 6k, der hat nochmal einen Heal. Ich denke nicht. Vielleicht hat die Kremlin noch eine Salve, die sie raushauen kann. Sieht auch nicht so aus. Und damit holt sich Them auch Game Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch, damit sich auf jeden Fall einen Matchball erarbeitet. Und wir sind gespannt, wie die zwei Teams dann in Game Nummer 3 auftreten werden.